Du hast gerade gesagt, dass du keinen Job willst, obwohl du mir genau das Gegenteil versprochen hast. Aber es ging doch nur um diesen einen Job. Ich weiß, was ich gehört habe. Möchtest du mal heiraten und Kinder haben? Ich glaube, jetzt habe ich genug von euren neugierigen Fragen beantwortet. Unsere neugierigen Fragen? Die hast du dir doch ausgedacht. Die sind aber nicht dafür da, um mich auszuhorchen. Wie lange werden wir Clarissa hier bei uns behalten müssen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wäre vielleicht besser, wenn du das mal tätest. Sie wagen es, hierher zu kommen? Ja, bin noch gleich wieder weg. Guten Abend erstmal. Ich wollte nur sagen, dass ich einen Job angenommen habe. Morgen früh fange ich an. Sag das nochmal. Ich habe einen Job. Und wo, wenn man fragen darf? Bei einem Kölner Bauunternehmen. Brandner Bau. Und was machst du da genau? Naja, Ja, arbeitest du in der Buchhaltung oder nimmst du die Aufträge entgegen? weder noch. Du bist in der Bauleitung. Ach, ich habe euch doch immer gesagt, dass er so gute Zeugnisse hat. Ich arbeite auf der Baustelle. Und zwar als Aushilfskraft. Aber du hast doch studiert. Naja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange Sie es da aushalten werden. Keine Sorge, ich habe eine gute Kondition. Baustelle satt zu schippen ist aber was anderes, als auf dem Sandplatz Tennis zu spielen. Das weiß Alexander auch. Ach, du wirst das schon packen. Und wenn du erstmal Bauleiter bist, dann... Bin ich Bundeskanzler und senke die Steuern. Ich jedenfalls freue mich für euch. Danke, Oma. Ich freue mich auch. Ich wollte wegen vorhin noch was sagen. Ach, schon okay. Wenn mich irgendwelche wildfremden Leute andauernd anrufen würden, dann wäre ich auch genervt. Dann verzeihst du mir auch, dass ich dich verdächtigt habe? Ja, natürlich. Obwohl es mich schon interessieren würde, wer unter meinem Namen bei den vielen Firmen angerufen hat. Naja, wer es auch war, er muss mich sehr mögen, wenn er es so gut mit mir meint. Anzunehmen. Ich gratuliere auch. Jetzt greift bitte zu. Der Hauptgang wartet im Ofen. Guten Appetit. Appetit, danke. Na und du? Kein Appetit? Doch, ja. Aber? Irgendwie habe ich keinen Hunger. Das ist auch kein Wunder. Du sitzt den ganzen Tag im Haus. Was dir fehlt, ist frische Luft. Direkt den Appetit an. Was hältst du davon, wenn wir nachher am Rhein einen Spaziergang machen? Ja, nutzen Sie die Gelegenheit. Wenn Sie Ihr Gedächtnis wiederhaben, dann begleitet er Sie nicht mal mehr zum Supermarkt. Ich weiß ja, dass Sie es gut mit mir meinen. Aber ich möchte lieber ins Bett. Ja, natürlich. Sorry. Wie du willst. Aber ich wurde aufgehalten. Nicht schlimm, wir sind erst bei der Vorspeise. Hat Nick wieder für Schlagzeilen gesorgt oder warum hältst du dich an der Zeitung fest? Weil da was über Clarissa drin steht. Wer bin ich? Die andere Seite im Nachdem wir jetzt Entführungsfall alle Clarissa wissen, dass du von lesen kannst, solltest du dich vielleicht um deine Mahlzeit kümmern. Aber es interessiert mich doch, was da drin steht. Stefanie, kann doch warten. Hm? Lass die doch. Mich interessiert auch, was man über mich schreibt. Oh, bitte, wie du willst. Was soll schon drin stehen? Ja, hier seit deiner Rückkehr leidest du unter Amnesie. Der Kopf der Bande ist immer noch nicht gefasst und ansonsten wünscht man dir Gesundheit. Das war's schon. Ist doch nett, oder? Ja, finde ich auch. Und nun lasst uns endlich essen. Ja, wenn mir jemand sagt, wo meine Vorspeise steht. Ich hol sie dir. Hallo. Ich wollte nur Handtücher wechseln. Oder störe ich? Nee, komm rein. Ich muss schon sagen, toller Service hier. Zweimal am Tag frische Handtücher, nicht schlecht. Naja, gut. Ist ja nicht jeder so toll in Ausreden wie du. Du meinst das Interview heute Morgen? Genau. Hör mir bloß damit auf.
Kathi hat mich mit ihrer Fragerei ganz schön in die Bredouille gebracht. Willst du heiraten und Kinder kriegen? Das war der Oberhammer. Und was ist, wenn sie dich nochmal fragen? Keine Ahnung. Aber mir fällt was ein. Warum sagst du nicht einfach, was Sache ist? Cleo, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Weil sie mich da nicht mehr für voll nehmen. Ja, oder glaubst du, ein Typ wie Heino kommt da noch mit seinem Problem zu mir? Warum nicht? Auch wenn er Probleme mit einer Frau hat? Ja. Siehst du. Und darum kann ich nichts sagen. Und es ist wirklich nur deshalb? Also ich habe jetzt an dem Verdacht, dass es nicht nur wegen Heino und der Gruppe ist, sondern wegen Kathi. Wie kommst du denn darauf? Naja, es war ja wohl deutlich zu sehen. Dann hast du dich verguckt. Du entschuldigst? Bis bald. Bis bald. Gute Nacht. Nacht, Clarissa. Träumen was Schönes. Ich werde mich bemühen. Nacht. Nacht. Gute Nacht. Nacht. So, den Rest machen wir morgen. Ja, dann gucken wir uns erstmal die Tagesschau an, ha? Muss das sein? Können wir nicht den coolen Film auf dem 3. gucken? Später. Na, das ist ja ein dicker Hund. Was? Arno hat uns angelogen. Steffi. Ja, wenn du mir nicht glaubst, dann lies doch selbst. Kinder, könnt ihr das nicht vertagen? Hast wohl Angst, dass du auffliegst? Würdest du mich verhaften lassen? Wer bin ich? Die andere Seite im Entführungsfall Clarissa von Anstetten. Sie ist wieder da. Clarissa von Anstetten, die vor 3 Monaten auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Sie behauptet, dass es sich dabei um eine Entführung handelt. Wir vermuten, dass das Ganze ein riesiger PR-Gag war. Wie können die nur sowas schreiben? Wart's doch einfach ab. Also gut. Ich habe diesen Artikel für Clarissa etwas beschönigt und ich hatte meine Gründe. Ach, Was glaubt ihr wohl wäre passiert, wenn sie auf diese Art von ihrer Vergangenheit erfährt? Hm? Ach, sie würde zu ihrer alten Form zurückfinden. So finde ich sie irgendwie langweilig. Stimmt. Außerdem blockiert sie morgens immer das Bad und man kann gar nicht richtig sauer auf sie sein, weil sie immer so freundlich ist. Ja, jetzt bleibt einen Moment ernst. In dieser Situation darf sie auf keinen Fall, wie auch immer, geschockt werden. Es könnte ihren Genesungsprozess gefährden, ja? es sprach Diplompsychologe Dr. Arno Brandner. Und er sagt ihr noch etwas. Selbst jemand wie Clarissa hat eine Chance verdient, sich zu ändern. Die sollten wir ihr geben. Also, halte ich in Zukunft etwas zurück. Warum? Weil ich es so will. Einwohner Südafrikas. Buschmänner? Passt nicht. Wie war denn dein Training? Ganz okay. Aber jetzt bin ich fix und alle. Soll ich dir was zu essen machen? Ja, Nee, lass mal. Ich habe mir unterwegs einen Döner geholt. Bah. denn das soll ich mir das Genick brechen? Was hat denn die Tasche hier im Flur zu suchen? Sorry. Dann kann ich mir auch nichts kaufen. Sieh zu, dass das Ding verschwindet. Ja, gleich. Sofort. Sofort. Na bitte, geht doch. Es geht ja nicht über eine freundliche Begrüßung. Er muss auch immer sein Zeug rumstehen lassen. Und du beim Gehen lesen musst. Mutter, bitte misch dich da nicht ein, ja? Wieso nicht? Du mischst dich doch auch in alles ein. Ich? Wie würdest du das dann bezeichnen, wenn man ungebeten einem anderen einen Job besorgt? Hm? Das ist reine Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Das ist auch zum Mäusemelken. Da gibt man sich so eine Mühe, seiner Tochter begreiflich zu machen, dass das nicht der Richtige für sie ist und dann... Durchkreuzt dieser Kerl deinen Plan, indem er einfach die Stelle annimmt. Und die beiden sind glücklich wie selten zuvor. Der hat was gemerkt. Deswegen hat er mich auch so komisch angegrinst. Ich möchte nur wissen, warum der den Job angenommen hat. Beide. Wann wirst du denn endlich akzeptieren, dass du dich in Alexander geirrt hast? Meine Nase sagt mir, dass mit dem was faul ist.
Frage. Was ist dein Traumjob? Projektgruppenleiter natürlich. Möchtest du mal heiraten und Kinder haben? Ich glaube, jetzt habe ich genug von euren neugierigen Fragen beantwortet. Ich könnte die ganze Zeit seiner Stimme zuhören. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er ständig den Antworten ausweicht. Findest du die auch? Möglich? Nur warum? Vielleicht ist er ja ein feindlicher Spion oder ein Außerirdischer. Ach komm, Jackie, es ist mir ernst. Also gut. Was für einen Grund könnte es geben, dass ein Mann nicht heiraten und keine Kinder haben will? Da kann es 1000 Gründe geben. Er findet keine Frau? Patrick kann jede haben, die er will. Vielleicht will er ja gar keine. Naja, mal angenommen, er wollte unbedingt jemanden aus eurer Familie haben. Vielleicht wird er sich für Gero entscheiden. Du glaubst, er ist schwul? Mhm. Na? Ist der Appetit endlich zurückgekehrt? Nein, ich habe aber einen unheimlichen Durst. Weißt du, was das ist? Bier, wieso fragst du? Seit ich dich das letzte Mal mit einem Bier sah, warst du 20 Jahre jünger. So alt bin ich schon. Moment. Arno, ich möchte gerne wissen, wer ich war und was ich gemacht habe, damit endlich diese Leere in mir verschwindet. Kann ich gut verstehen. Ich möchte dir gerne helfen. Das kannst du, indem du mir ein paar Fragen beantwortest. Frag. Hier. Danke. Was ist eigentlich mit meinem Mann? Wie meinst du das? Naja, wie lange sind wir verheiratet und warum leben wir getrennt? Du, das weiß ich nicht so genau. Aber sich scheiden zu lassen, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Verstehe. Obwohl, eigentlich sieht er doch ganz nett aus. Er ist nett. Und trotzdem haben wir uns getrennt. Naja, jemanden nett zu finden, scheint nicht immer auszureichen. Dann haben wir uns also nicht mehr geliebt. Vermutlich. Wer war denn daran schuld? Er, ich, wir beide? Ach, Schuld. Am besten du fragst Christoph selbst, sobald es dir besser geht. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Heißt das, dass du... Ja, dass ich meinen Mann besuchen will, und zwar schon morgen. Sauwetter. Du machst dir den Schal richtig rum. Viel Glück und pass auf dich auf. Mach. Und danke. Was ist denn hier los? So seid mal auf Tempo. Lass uns gut sein, heute Abend ist er wieder bei Ihnen. Du bist der neue Alexander Berg, ne? Ja. Willi Fleck. Jessica Bruzeski. Willi Fleck. Ich bin hier der Polier. Tschüss. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, Unklarheiten, wenden Sie sich einfach an mich. Alexander! Das hast du vergessen. Herr Berg, eigentlich bist du zum Arbeit hier. Komm. Ja. Ach, komm. Findest du das nicht ein bisschen kühn? Es kommt ganz drauf an, wie wir das machen. Tu einfach das, was ich dir gesagt habe. Ja, doch. So, guten Morgen, die Damen. Morgen. Was darfst du denn sein? Ich nehme Cappuccino. Du auch? 2. Schon unterwegs. Ist was?
Also, ich muss die ganze Zeit an gestern denken, als Heino und ich Patrick in der Mangel hatten. Der hat ja vielleicht komisch aus der Wäsche geguckt. Stimmt. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass er zwar ziemlich viel geredet, aber eigentlich gar nichts gesagt hat? Nee, aber jetzt, wo du es sagst. Und auf die Frage, ob er mal heiraten und Kinder kriegen möchte, da hat er einfach das Interview abgebrochen. Also wenn sich jeder so anstellen würde wie Patrick, wir könnten die Interviews glatt vergessen. Das kannst du mal laut sagen. So, 2 Cappuccino. Dankeschön. Dir ist es doch gestern auch aufgefallen, oder? Was? Naja, dass Patrick eigentlich auf gar keine Frage richtig geantwortet hat und das Interview sogar abgebrochen hat. So am Rande? Wieso? Ja, also, wir haben uns natürlich gefragt, warum er das gemacht hat. Und da du seine Cousine bist, dachten wir, du weißt es vielleicht? Du, vielleicht hat er einfach keine Lust zu antworten oder er wollte sein Privates für sich behalten. Sonst kann es dafür halt keine Gründe geben, ne? Was für Gründe denn? Naja, vielleicht war er mal irgendwann ganz unglücklich verliebt oder erst so wie Gero. Ich glaube, der ist schwul. Nein, Mädels, also da muss ich mich enttäuschen. Patrick ist alles, aber nicht schwul. Kann ich bezahlen, bitte? Komm her. Sonst hätten wir das Thema nämlich vom Tisch. Nils und Gypsy sind wirklich ein sehr gutes Gespann, wenn die erst mal so richtig in Fahrt kommen. Pferden scheint es sicher auszukennen. Danke. Gibst du mir die Milch? Okay. Schade, dass Nils es nie länger als ein paar Tage an einem Ort aushält. Wieso? Hast du was Bestimmtes mit ihm vor? Ja, ich hatte vor, ihn als Mitarbeiter für das Gestüt zu gewinnen, aber was hältst du denn von der Idee? Klingt ganz vernünftig. Wenn ihm aber seine Freiheit lieber ist als ein fester Job, kannst du ihn nicht zwingen. Ja, natürlich nicht. Entschuldige. Von Anstetten? Clarissa. Ja, gut. Und dir? Aha. Nein? Ach so, ja. Ja, gut, okay. Bis nachher. Wiederhören. Was wollte sie denn? Clarissa hat mich gefragt, ob es mir recht wäre, dass sie heute Nachmittag nach Friedenau kommt. So, junger Mann, bei Willi sind Sie in guten Händen. Er wird Ihnen sagen, was Sie brauchen. Viel Glück. Bis dann. Also der Harry ist in einer Viertelstunde da oben, dann meldet sie sich. Ne? Na, hau mal einen Schlag rein. Na, du sag's schon endlich. Was soll ich sagen? Ich hab dir ja gleich gesagt, dass Patrick nicht schwul ist. Ich hab dir ja gleich gesagt, dass Patrick nicht schwul ist. Aber es hätte doch sein können. Und wenn du ehrlich bist, dann fandest du es auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, aber richtig geglaubt habe ich's nie. Ach, wie auch immer. Und wenn Cleo sich irrt? Jetzt fang doch nicht schon wieder an. Ja, aber es könnte doch sein, dass er sich noch gar nicht geoutet hat und Cleo noch gar nichts davon weiß. Patrick ist nicht schwul. Cleo. Mensch, das ist... Hallo, grüße dich. Na? Und wie war die Fahrt? Ja, war Krampf, ihn zu finden am Bahnhof. Aber wir haben es Aber geschafft. wir haben es dann doch noch geschafft. Ne? Schön, dass du da bist. Er ist nicht Wir schwul. wollten nur kurz Hallo sagen. Wir müssen hoch. Ja, musst du mir gleich wieder wegnehmen. Ciao, ne? Tschüss. Na, glaubst du mir jetzt endlich? Frau von Anstetten, ist das ein Freundschaftsbesuch oder kommen Sie, um wieder mal Forderungen an Ihren Noch-Ehemann zu stellen? Welche Forderung? Lassen Sie das bitte. Forderungen? Frau von Anstetten braucht Ruhe und Zeit, um sich über Ihre Situation klar zu werden. Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte. Was halten Sie eigentlich davon, dass sich Ihr Mann während Ihrer Entführung mit einer anderen vergnügt hat? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Bitten uns Ihre geschmacklosen Fragen. Das heißt, Ihr Fragen... Ich vergesse gleich meine gute Erziehung, wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden. Frau von Anstetten! Frau... Verlassen Sie sofort dieses Anwesen, sonst rufe ich die Polizei. Das ist Hausfriedensbruch. Sie haben also was zu verbergen? Ich wiederhole mich ungern. Habt ihr alles? Fahren wir. Und wenn der Typ sein Bruder ist? Sein Bruder. Du hast doch gesehen, wie die sich die ganze Zeit angetatscht haben.
Ja, aber wir haben uns auch schon umarmt und trotzdem sind wir nicht gleich lesbisch. Ach, glaub doch, was du willst. Ich muss los. Wie, du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Oh doch, noch eine Fehlstunde und meine Mutter bringt mich um. Und außerdem weiß ich ja auch nicht, wie lange die sich da oben noch beschäftigen. Also ich gehe nicht weg, bis ich nicht weiß, was los ist. Na dann viel Glück. Danke. Ciao. Tschüss. Kathi zahlt für mich. Okay. Cleo? Ich bin in der Küche! Ralf und ich müssen noch mal los. Ciao. Zahlen! Kathi, ich kann grad nicht. Aber legst du einfach in die Theke. Ja! Wie gesagt, es ist sicher notwendig, Clarissa irgendwann über ihre Vergangenheit aufzuklären, aber nicht durch die Presse. Sag ihr ein paar nette Dinge, auch wenn es dir schwerfällt. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Ebenfalls gut. Ich glaube, ich lasse euch jetzt lieber allein. Danke. Wo wollen wir anfangen? Ich weiß nicht. Verstehe. Warum erzählst du mir nicht einfach, warum wir uns scheiden lassen wollen? Der Rest ergibt sich dann vielleicht von selbst? Ja, ja. Aber wie mache ich das am besten? Na bitte, wer sagt's denn?